Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder bei mir einschaltet. Ich hoffe, bei euch ist alles richtig genial. In diesem Video schauen wir uns mal einen ziemlich genialen, aber auch interessanten und verrückten Kopfhörer an. Ziemlich viel auf einmal. Und zwar den Yamaha YH-L700A. Warum nennt man den Kopfhörer so? Naja, egal. Aber auf jeden Fall ein ziemlich interessanter Kopfhörer. Und für wen das was ist und was der so kann, das besprechen wir doch in diesem Video. Bleibt doch einfach dran. Los geht's. Euer Speaker Shocker. Der Kopfhörer kommt gut verpackt bei euch zu Hause an, praktisch in einem Trageetui. Ich finde es ja immer schön, wenn ein Hersteller passendes Zubehörmaterial dabei legt. Aber die Bedienungsanleitung in Faltblattformat, die erinnern mich ehrlich gesagt an ein günstiges China-Produkt. Auch das Audiokabel, welches bei dem Kopfhörer mit beiliegt, ich weiß, es ist in erster Linie ein Bluetooth-Kopfhörer, aber das geht wirklich besser. Das hätte ich mir von Yamaha tatsächlich ein bisschen besser vorgestellt. Nimmt man den Kopfhörer in die Hand, denkt man, oh, der wiegt ja was. 330 Gramm bringt er auf die Waage und kommt mit einer exzellenten Verarbeitung daher. Hier gibt es nichts Großartiges, was ich bemängeln würde. Auch die Halterungen der Ohrmuscheln sind zwar aus Kunststoff, aber das fühlt sich jetzt nicht irgendwie günstig an oder sowas. Es handelt sich hierbei um einen Over-Ear-Kopfhörer mit geschlossenen Ohrmuscheln. Designmäßig hält der Kopfhörer sich zurückhaltend, aber schön ist es, hier auch mal eine andere Form der Ohrmuscheln zu sehen, anstatt immer nur rund. Beim ersten Mal Aufsetzen des Kopfhörers hatte ich aber doch so ein paar Probleme, denn er sitzt doch anders wie die meisten Kopfhörer, wie ich es gewohnt bin. Zum Beispiel hier bei dem Kopfhörer muss ich den Kopfbügel relativ weit vorne tragen, damit ich das Gefühl habe, jawohl, jetzt sitzt der Kopfhörer perfekt. Sitzt der Kopfhörer dann mal perfekt, dann hat man auch das Gefühl, jawohl, der sitzt richtig bequem. Wobei auch hier am Anfang sind die Polsterungen der Ohrpolster hier ein bisschen noch hart, noch ein bisschen irgendwie, ich sag mal steif, aber das gibt sich nach ein paar Tagen oder nach ein paar Stunden. Auch längeres Tragen ist gar kein Problem. Vor allem jetzt in der kälteren Jahreszeit ist es schön, die Ohren bleiben schön warm, ohne dass jetzt irgendwie kalt oder sowas wird. Macht man jetzt hier allerdings Sport oder sowas mit, das würde ich nicht empfehlen, oder auch im Sommer, könnte ich mir vorstellen, wird es relativ warm hier unter den Ohrhörern. Einmal aufgesetzt ist die Bedienung des Kopfhörers auch gar kein Problem. Einmal herausgefunden, wo die Tasten sind und dann läuft's. Wobei nicht ganz. Auf der rechten Ohrhälfte finden wir die üblichen Verdächtigen, um die Lieder zu steuern. Vor, zurück, Play, Pause oder auch Anrufe entgegennehmen. Das Übliche halt. Hier habe ich öfters das Problem, dass ich genau zwischen beiden Tasten tippe, weil manchmal ist es nicht ganz leicht, das zu erfühlen. Aber wenn man die Tasten dann gefunden hat und drückt, alles klar, die haben einen wunderbaren Druckpunkt, da weiß man sofort, jawohl, Taste ist gedrückt. Das ist super. Technik hat der Kopfhörer hier auch einiges verbaut. Immerhin ist es hier ein Bluetooth-Kopfhörer mit Active Noise Cancelling und Ambient Sound. Aber der Reihe nach. Als Treiber kommen hier zwei 40 mm Treiber zum Einsatz, die einen Frequenzgang von 8 bis 40.000 Hertz ermöglichen sollen. Dazu ist der Kopfhörer auch noch bestückt mit einer Menge Mikrofone, einmal um das Noise Cancelling zu realisieren, aber auch für den Ambient Sound. Aber das ist noch nicht alles, denn in den Ohrmuscheln selbst hat er auch nochmal Mikrofone. Wofür ist denn das jetzt? Ja, Yamaha hat sich hier was einfallen lassen, und zwar, wenn man den Kopfhörer aufhat, wird geschaut, wie sitzt der Kopfhörer jetzt auf dem Ohr? Was habt ihr für ein Ohr? Großes Ohr, kleines Ohr, wie auch immer. Und dann misst der Kopfhörer mit diesen Mikrofonen, wie sitzt der Kopfhörer, und ermittelt so das bestmögliche Hörergebnis für euch. Interessante Sache, allerdings, ich selbst konnte da jetzt nicht wirklich einen Unterschied feststellen. Bluetooth 5.0 haben wir ja auch an Bord mit allem, was wir heutzutage so brauchen. Also aptX, alles moderne, gar kein Problem, wird unterstützt. Das Interessante hierbei ist allerdings noch der 3D-Sound. Wer einen Yamaha AV-Receiver hat, der kennt vielleicht diese einzelnen DSP-Programme aus den AV-Receivern, Konzerthalle und wie sie da nicht alle auch heißen. Ja, wir haben hier einen Yamaha-Kopfhörer. Das ist jetzt hier, ich sag mal, in abgespeckter Version hier auch drin. Und zwar soll das Ganze Folgendes bewirken. Wenn wir in den Kopfhörer Musik hören, dann ist das ja nicht so, als würden wir über Lautsprecher hören. Denn beim Kopfhörer fehlt das Räumliche. Wenn wir zwei Lautsprecher haben, da kommt was aus dem rechten Lautsprecher und was aus dem linken Lautsprecher, dann hören wir ja das, was aus dem linken Lautsprecher kommt, auch irgendwie versetzt und leiser auf dem rechten Ohr und umgekehrt. Das geht ja mit dem Kopfhörer nicht. Wenn ich hier die Ohrmuschel drauf habe, höre ich von der nicht auf dem Ohr.
Dass das Ganze sich trotzdem räumlich anhört und wir doch von der rechten Seite was auf dem linken Ohr hören, dafür sorgt dieser 3D-Sound. Wenn man drauf steht, ist es auf jeden Fall eine richtig geile Sache. Wir können hier aber auch noch eine Head-Tracking-Funktion einschalten. Das heißt, wenn ihr den Kopfhörer aufsetzt und habt jetzt Musik am Laufen oder einen Film oder sowas, egal ob ihr die 3D-Funktion jetzt an oder aus habt, dann ist es so, wenn ihr den Kopf nach vorne bewegt, hört ihr dann die Sachen aus dem Center eher, nach hinten, dann hört ihr die Sachen von hinten eher oder nach links, nach rechts, dann halt aus der jeweiligen Richtung. Und das funktioniert wirklich richtig genial. Gerade bei Filmen oder sowas ist es richtig cool. Und wenn ihr das zum ersten Mal einschaltet, generell den Kopfhörer zum ersten Mal ausprobiert, macht es zu Hause alleine, nicht in der Bahn, nicht im Flugzeug oder sonst was, denn ihr lacht euch kaputt und die Leute halten euch für total bekloppt, weil ihr habt den Kopfhörer auf und keiner versteht, warum lacht ihr euch so kaputt, weil das Ding funktioniert einfach richtig geil. Wobei ich sagen muss, diese 3D-Funktionen bei Filmen ist es cool, bei Serien auch, bei Musik bin ich jetzt nicht mehr ganz so der Freund davon. Das war früher mal. Da kommt immer ganz drauf an, was für ein Musiktitel es gerade ist. Da lohnt sich auch das eine DSP-Programm mehr oder weniger. Aber da können wir ja gleich im Soundcheck noch genauer drauf eingehen. Eine Akkulaufzeit wird hier von 34 Stunden, wenn man ganz normal nur Musik hört, angegeben. Ich habe dabei volle Kanne eigentlich immer Musik gehört, ohne das Ganze jetzt eingeschaltet zu haben und bin so auf 25 Stunden gekommen. Volle Kanne Musik. Macht man jetzt die ganzen Funktionen an, also entweder Ambient Sound, Noise Cancelling und diese ganzen 3D-Funktionen, dann werden, glaube ich, 11 Stunden angegeben. Und ich bin auch hier mit voller Power, volle Lautstärke auf 8 Stunden gekommen. Neigt sich der Akku dann doch mal dem Ende, gar kein Problem, denn nach 10 Minuten sind schon 20 bis 30% im Akku wieder zugeladen. Tricky wird's, wenn ihr den Kopfhörer aufsetzt und die Ansage sagt euch, wie voll der Akku noch ist. Denn habt ihr noch 50% im Akku drinne, dann heißt es hier immer noch High, obwohl eigentlich High nicht mehr ganz wirklich drin ist. Das ist schon ein bisschen tricky. Aber wir können den Akkustatus auch in der dazugehörigen App einfach nachschauen. Über die App können wir nicht nur den Akkustatus nachschauen, sondern auch den Kopfhörer updaten oder die 3D-Programme einfach durchschalten oder andere Funktionen, wie zum Beispiel mit der Head-Tracking oder auch, dass wir das einstellen wollen, dass der Kopfhörer irgendwie guckt, wie sitzt der auf dem Ohr, dass er da noch irgendwas versucht zu optimieren. Lässt sich ja alles auch ein- und ausschalten. Ansonsten kann man in der App noch die Bedienungsanleitung des Kopfhörers aufrufen und mehr ist eigentlich nicht drin. Problematisch finde ich bei der App, hat man diese einmal auf dem Handy geöffnet, so kann man nicht einfach durch Zurückdrücken die App wieder wegmachen oder sowas. Man muss sie entweder im Taskmenü schließen oder auf den Home-Button drücken. Und Lautstärke, liebe Leute, das habe ich so noch nicht erlebt. Ich weiß ja nicht, ob es irgendwo eine Grenze gibt, wo ein Kopfhörer, Bluetooth-Kopfhörer nicht mehr lauter sein darf. Und wenn, dann hat der die wahrscheinlich erreicht oder wenn nicht sogar überschritten. Denn was der für eine Lautstärke erreicht, das ist sagenhaft. Habe ich so von einem tragbaren Bluetooth-Kopfhörer noch nicht erlebt. Das ist wirklich der Hammer. Und dabei ist es völlig egal, ob ich das Signal hier via Bluetooth reingebe oder mit den 3,5 mm Klinkenkabel. Allerdings muss man den Kopfhörer trotzdem einschalten. Lässt man den Kopfhörer aus, kann man so auch Musik hören, aber dann hört der Kopfhörer sich doch ein Stückchen anders an. Und jetzt haben wir schon ein bisschen über den Klang gesprochen, schauen wir uns mal kurz hier ein paar Messungen an. Ist der Kopfhörer ausgeschaltet, hat er einen ziemlich linearen Frequenzgang bis um die 500 Hertz. Da geht es dann leicht nach oben und dann im weiteren Frequenzverlauf aber auch wieder ein bisschen nach unten. Und das mit den 4,5 Kilohertz, das kann ich nicht verstehen. Denn wirklich raushören tue ich diesen Peak nicht. Ich habe erst gedacht, es wäre irgendwas mit einem Messsystem, Mikrofon, aber nein, das ist es auch nicht. Und im weiteren Verlauf sind die Höhen eher so, ich sag mal, zurückhaltend. Ist der Kopfhörer eingeschaltet, so hat man fast noch die gleichen Charakterzüge, wobei man hier bei 200 Hertz schon eine kleine Senke bemerkt und das führt dazu, glaube ich, dass der Kopfhörer sich dann auf einmal viel voluminöser und bassiger anhört. In den Höhen wird es dann auch ein bisschen spritziger, wobei die Höhen trotzdem irgendwie noch, ich finde meiner Meinung nach, ein bisschen noch zurückgehalten bleiben. Noise Cancelling Kopfhörern plagt ja öfters das Problem, dass wenn man die Noise Cancelling Funktion nutzt, dass dann der Klang sich verändert. Bei dem Yamaha sieht man, dass die Klangcharakteristik im Groben noch bleibt, aber wir im Bass doch einen Boost erhalten. Und die Höhen, ja, die bleiben so, wie sie sind, aber im Bass erhalten wir doch einen kleinen Boost. Das hört man jetzt nicht unbedingt raus, je nachdem, was man für eine Umgebung hat. Sitzt man jetzt im Bus ganz hinten auf dem dicken Dieselmotor oder sowas, dann hört man das jetzt nicht so. Sitzt man aber jetzt in Ruhe, wo man eigentlich gar keine Geräusche hat und Noise Cancelling eigentlich gar nicht bräuchte, man schaltet es durch, dann hat man schon irgendwie das Gefühl bei manchen Liedern, ja, da höre ich doch den Bass doch noch mal ein bisschen deutlicher heraus.
Interessant ist auf jeden Fall, wenn wir den Ambient-Modus nehmen, dass sich da am Klang gar nichts ändert. Jetzt haben wir schon über den Frequenzgang und etwas über den Klang gesprochen. Ich weiß, ihr wollt was hören. Ich habe auch hier wieder einen kleinen Soundcheck vorbereitet, damit ihr euch einen kleinen Eindruck machen könnt, wie der Kopfhörer in etwa so klingt. Nutzt dafür am besten eure Kopfhörer, denn das ist auch wieder eine 3D-binaurale Aufnahme. Ich habe dabei auch mal die DSB-Programme so ein bisschen durchgeschaltet, damit ihr auch hier euch einen kleinen Eindruck machen könnt. Fall asleep, yeah. I need you with me by my side. It's all I know now. I need you with me by my side. I fall asleep, yeah. Noise cancel. Need you with me by my side. It's all Ambient sound. now. I need you with Off. side. Noise cancel. When I fall asleep, yeah. I need Drama. you by my side. It's all I know now. Audio room. Side. It's all I know now. Music video. When I fall asleep, Concert hall. it's
So, jetzt ist der Ambient Sound hier von dem Kopfhörer auch mal eingeschaltet. Jetzt könnt ihr mich bestimmt besser verstehen durch die eingebauten Mikrofone, die das Ganze von außen aufnehmen sollen. Wenn euch das Video bis hierhin schon mal gefällt, liebe Leute, dann lasst ihr noch gerne schon mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ich das Ganze ausmache, wird das Ganze wahrscheinlich ein bisschen dumpfer klingen. Und dann würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so gut rüberkommen wie mit dem Ambient Sound. Also mit dem Ambient Sound kann man die Leute doch schon besser verstehen. Ich finde es schade, dass der Kopfhörer von Hause aus eher mainstreamig abgestimmt ist, also relativ stark im Bass. Aber Bass kann der Kopfhörer auch wirklich gut und das auch noch tief runter. Der Bass kann gut laut und dabei spielt er schön dynamisch und trocken, ohne dabei irgendwie mal verwaschen zu klingen oder sowas. Also das hat der Kopfhörer wirklich drauf. Auch Details lassen sich bei dem Kopfhörer sehr gut raushören, allerdings sind mir die ein bisschen zu leise. Das Schöne ist allerdings, da wir ja Details haben, können wir die auch in den Höhen wieder rausholen. Wenn wir jetzt zum Beispiel nachträglich mit dem Equalizer regeln wollen, ist es gar kein Problem. Der Kopfhörer spielt sehr direkt und Bühnenabbildung, ja, kann er zwar, macht er zwar, allerdings jetzt nicht eine große Bühne, sondern eher eine kleinere Bühne. Da habe ich schon andere Modelle auf dem Kopf gehabt, die haben auch eine breitere Bühne, als es jetzt zum Beispiel der Yamaha tut. Aber das ist Geschmackssache. Manche mögen es ein bisschen breiter und andere ein bisschen schmaler. Selbst mit den 3D-Programmen habe ich jetzt nicht das Gefühl, jo, jetzt haben wir einen richtigen Zuwachs an Bühne, sondern die bleibt doch eher so, wie sie vorher auch schon war. Aber die 3D-Programme sind jetzt nicht einfach irgendwelche Hall-Effekte oder sowas, denn zum Beispiel bei diesem Live-Music, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, hört sich das irgendwie wirklich so an, als würde man vor der Bühne stehen und nicht der Schall von hinten kommt, dass der reflektiert wird, sondern als würde der weggehen. Wie, bei dem Doppler-Effekt, kennt ihr das, wenn ihr zum Beispiel einen Krankenwagen hört, fährt auf euch zu und wenn er dann von euch wegfährt, dann hört sich das ja anders an, als würde der auf euch zukommen und wenn er von euch wegfährt, hört sich das ja auch anders an. Und so ähnlich ist es hier auch. Also einen einfachen Hall-Effekt ist es nicht. Aber wie gesagt, für Musik nicht so. Denn im Allgemeinen finde ich, dass diese 3D-Programme den Kopfhörer nochmal richtig einen Bassschub reingeben, was es gar nicht braucht, außer man mag es sehr. Und wenn man dann den Kopfhörer noch richtig aufdreht, wie gesagt, der kann richtig laut, dann habe ich das Gefühl, der Kopfhörer, der rastet gleich aus, weil da ist richtig Power drin. Da sind hier die ganzen Ohren am Beben hier, weil der hat richtig Dampf. Bei Filmen allerdings, da macht das richtig Bock. Und dann noch mit der Head-Tracking-Funktion, wenn man das mag, dann ist das eine richtig geile Sache. Und ich denke dann gerade im Flugzeug mit einer Noise-Canceling-Funktion oder sowas, dann kann man sich wunderbar die Zeit vertreiben. Läuft einfach. Ich fände es jetzt noch schön, wenn man in der App von dem Kopfhörer vielleicht noch so eine Art Equalizer reinbauen kann, damit man eben dieses Mainstreamige, den Kopfhörer so ein bisschen austreiben kann. Des Weiteren hätte ich es noch richtig cool gefunden, wenn man in den DSP-Programmen selber ein bisschen einstellen kann, so wie man das zum Beispiel von den Yamaha AV-Receivern gewohnt ist, dass man da auch, ich sag mal, den Hall-Effekt oder so, dass man die ganzen Effekte anpassen kann, so wie man das gerade haben möchte. Das wäre noch cool gewesen, wenn das noch irgendwie mit in der App mit drin gewesen wäre. Vielleicht kommt es aber auch noch. Aber ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das vielleicht dem einen oder anderen zu viel ist, besonders dann, wenn man damit noch gar nichts zu tun oder sowas gehabt hat, dann überschlägt es einen dann doch die ganzen Möglichkeiten, die man dann machen kann. Ja, liebe Leute, was haltet ihr denn von den Yamaha YHL700A? Warum den so einen Namen? Schreibt mal unten in die Kommentare, da bin ich mal gespannt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, liebe Leute, dann gebt ihr noch gerne einen Daumen nach oben. Abonniert auch gerne diesen Kanal und dann würde es mich riesig freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Das war's für heute. Bleibt mir gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Euer Speaker Shocker. Tschüss. Da oben sind noch 2 andere Videos und da unten könnt ihr mich abonnieren.